Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich daheim zum Gottesdienst. Es ist der zweite Sonntag in der österlichen Zeit. Es ist der sogenannte Weiße Sonntag und der Sonntag der Barmherzigkeit. Wie neugeborene Kinder verlangt nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit durch sie ihr heranwachst und Heil erlangt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Weiße Sonntag erinnert uns daran, dass wir vor vielen Jahren an diesem Tag vielleicht die Kommunion zum ersten Mal empfangen haben. Es war in vergangenen Jahren jeweils der Erstkommuniontag. Der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit durch den Willen von Papst Johannes Paul II. Die göttliche Barmherzigkeit wird sichtbar in der Auferstehung des Herrn. Seine Barmherzigkeit ist uns nahe, wenn wir ihn anrufen am Anfang des Gottesdienstes, ihn, den Herrn, den Auferstandenen. Auferstandener Herr Jesus Christus, in der heiligen Kommunion schenkst du uns beglückend tiefe Gemeinschaft mit dir. Herr und Gott, erbarme dich. Herr und Gott, erbarme dich. Du rufst Menschen unterschiedlichen Alters und in jeder neuen Generation. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du lehrst uns den Weg der göttlichen Barmherzigkeit. Herr und Gott, erbarme dich. Danke dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. Nachlass und Vergebung und Verzeihung schenke uns der gütige und barmherzige Herr. Amen.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig der Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Texte dieses Sonntags passen auch gut zum Leben, das wir seit einigen Wochen führen. Die Texte machen uns Mut. Die erste Lesung genommen aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte begleitet uns durch diese österliche Zeit an jedem Sonntag und auch an jedem Tag. Sie erzählt vom Erleben der ersten Christen. Und sie erzählt an diesem Sonntag in dem Abschnitt von dem, was wir schmerzlich vermissen, dass wir nicht zusammenkommen können. Das erzählt, wie die erste Gemeinde zusammenkommt, miteinander betet, Gott lobt, das Brot bricht und das auch einen Einfluss hat auf den Alltag, auf die Solidarität. All das vermissen wir hören es und wir freuen uns auf den Moment, in dem wir das selber wieder tun dürfen. In unseren Gemeinschaften, in unseren Vereinen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten,
waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten dann voll allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Danket dem Herrn, denn ist sehr freundlich, seine Güte und Wahrheit wäret ewig. Danket dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, denn seine Huld währt ewig. Danket dem Herrn, denn er ist so freundlich, seine Güte und Wahrheit währet ewig. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zur Rettung geworden. Schall von Jubel und Rettung in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie. Danket dem Herrn, denn er ist so freundlich, seine Güte und Wahrheit währet ewig. Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies gewirkt, ein Wunder in unseren Augen. Danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, seine Güte und Wahrheit währet ewig. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. Mein Gott bist du, dir will ich danken. Mein Gott bist du, dich will ich erheben. Danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, seine Güte und Wahrheit währet Aus dem ersten Brief des Petrus hören wir. Petrus, dieser Rundbrief, gerichtet an Menschen, die damals in Schwierigkeit, unter schwierigen Verhältnissen leben. Auch für uns. Das ist eine Herausforderung, eine Bewährung, in der wir den Glauben zu leben haben. Aber Christen prägt die Hoffnung auf Gott, der Jesus Christus selbst im Tod nicht allein gelassen hat. Hören wir diesen Abschnitt. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. So spricht der Herr, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sie sich, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe, wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Steck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn
Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Jünger haben sich vor Angst eingeschlossen, verrammelt hinter der Tür, zurückgezogen. Wir machen oft die gleiche Erfahrung wie diese Jünger Jesu. Sie hatten, als Jesus tot war, die Orientierung verloren und erst allmählich zu glauben begonnen, dass er wirklich auferstanden ist. Sie haben Maria von Magdala und den Frauen nicht sofort geglaubt. Es hat Zeit gebraucht. Thomas steht dafür. Als Christus nach der Auferstehung seinen Jüngern erschien, wollte er nicht wissen, warum sie nicht geglaubt und ihn verlassen hatten, als er am Kreuz hing, hingerichtet worden, sich hingab. Nein, seine einzigen Worte waren: Friede sei mit euch. Vergessen wir also nicht, wenn uns Gemeinschaft misslingt oder wir nicht zusammenkommen können, wenn wir versagen, vielleicht sogar Schuld auf uns geladen haben, so sagt er auch dann noch: Friede sei mit dir. Geh auf deinem Weg voran. Oder wie dieser Sonntag sagt, der Sonntag der Barmherzigkeit: Fang neu an. Darin liegt die Dynamik, mit der Christus es uns schenkt, immer wieder neu anzufangen, neu zu beginnen. Thomas findet zum Glauben, er darf begreifen. Selig, die nicht sehen und doch glauben, die den Worten und dem Zeugnis, die hier aufgeschrieben sind im Evangelium, in der frohen Botschaft, vertrauen. Dieser Sonntag, der Barmherzigkeitssonntag, erinnert uns daran, dass die Barmherzigkeit Gottes ist wie der Himmel, der über uns steht und fest bleibt. Und unter diesem Dach sind wir sicher, wo immer wir auch sind, was immer uns auch umgibt, wie in dieser Zeit, was immer auch geschieht. Der Herr ist mit uns und er lässt uns immer wieder neu anfangen. Friede sei mit euch. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Der auferstandene Jesus Christus hat den Jüngern seine Wundmale gezeigt. Wir wissen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Im Vertrauen auf seine Barmherzigkeit rufen wir zu ihm. Erbarme dich aller, die einsam und isoliert sind, die ohne menschlichen Beistand sterben, die in ihrer Angst eingeschlossen sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Erbarme dich aller, die schwierige Entscheidungen zu treffen haben, sei es in den staatlichen Führungsorganen oder in den Spitälern. Wir bitten dich, erhöre uns. Erbarme dich aller, deren Glauben stark geprüft wird, die dich noch nicht kennen, die von ihrer Schuld niedergedrückt werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Erbarme dich aller, die die Stärkung durch die Sakramente und den gemeinsamen Gottesdienst schmerzlich vermissen. Wir bitten dich, erhöre uns. Erbarme dich aller, deren Zusammenleben durch Konflikte geprägt ist und die sich nach Versöhnung sehnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Erbarme dich aller, die in der Hoffnung gestorben sind, das Ziel ihres Glaubens von dir zu empfangen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Dies ist in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deiner Hand, zum Lob und Ruhe seines Namens, zum Segen für uns und die ganze Welt.
Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben der Neugetauften und aller deine Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist auch durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig. Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sie Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Der Höhe, Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Marie und allen Bischöfen, unseren Priestern und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm sie und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Selig, die Frieden stiften. Sie
Sie werden Söhne Gottes genannt werden. Die trostlos gediehen Paar, porque serán llamados hijos de Dios. Selig, die nicht sehen, doch glauben. Halleluja. Fratelli apparatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Blessed are they who bring peace, for they shall be called the children of God. Dem heiligen Bruder Klaus beten wir: Mein Herr, oh mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Petrus sagt im Brief Gemeinden, die er schreibt, dass wir in der Prüfung im Vertrauen auf Gott eben auch ausharren. Dass wir uns freuen auf den Moment, an dem wir wieder zusammen hier in unseren Kirchen wieder Eucharistie feiern dürfen, so wie es in der Apostelgeschichte im ersten Text, den wir gehört haben, dargestellt wird. Wir harren aus in Geduld, im Vertrauen auf den Herrn, der uns nicht allein lässt. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus der Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude.
Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Halleluja. Halleluja. Dank sei Gott im Herrn. Halleluja. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, immer sei sein Lob in meinem Mund. Halleluja. Els rics s'empobriran i passaran fam, els qui busquen el Senyor no els falta res. Aleluia. Esteu i veureu que n'és de bo el Senyor. Feliç l'home que s'hi refugia. Aleluia. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Alléluia. Si el oprimido grita, el Señor lo oye y le salva de sus angustias. Aleluya. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, exaltemos juntos su nombre. Aleluya.